Hallo meine Lieben, heute löse ich endlich auf, was mit dem Spuksteinkopf von damals los war. Was ist damals passiert? Das zeige ich euch kurz mal. Die neue Mutter drauf. Die wird mit einer 22er Nuss und 165 Newtonmeter festgezogen. Mit dem Spuksteinkopf gibt es ein kleines Problem. Schaut mal hier, das Gewinde ist Schrott. Als es so geschätzt bei ca. 100 Newtonmeter war, ging es plötzlich immer leichter und leichter. Die Mutter wieder abgeschraubt und das Ergebnis seht ihr ja. Habe ich persönlich bisher noch nicht gehabt. Muss ich umtauschen. Das Gewinde war Schrott. Dann schrieben manche Zuschauer, dass 165 Newtonmeter viel zu viel sind und sich deswegen das Gewinde verabschiedet hat. Dann habe ich es mit einem neuen Spuksteinkopf widerlegt. Das sah dann so aus. Hier ist der neue Spuksteinkopf. Den baue ich jetzt schnell ein. So, eingebaut ist er. Der Drehmomentschlüssel steht auf 165 Newtonmeter. Kann man das sehen? Ganz normal, wie immer. Jetzt habe ich den Drehmomentschlüssel sogar auf 180 Newtonmeter eingestellt. Ohne Probleme. So, was sagt uns das? Erstens, ich kann lesen. Zweitens, die Newtonmeter-Angabe vom BMW ist korrekt. Was in Frage kommt, ist drittens, vielleicht ein Fake-Teil oder viertens, was ich glaube, es liegt ein Materialfehler vor. Ich habe das Teil abgegeben und es wird geprüft. Das kann aber bis zu 6 Wochen dauern. Ich halte euch auf den Laufenden. Und jetzt kommt die Auflösung. Der Spuksteinkopf war ein Rückläufer. Den hat ein Kunde wieder zurückgegeben. Aber anstatt der originalen Mutter hat derjenige eine Mutter aus dem Baumarkt draufgeschraubt und abgegeben. Ich habe meine Tabelle ausgedruckt. Und hier bei galvanisch verzinkten Schrauben finden wir unsere Baumarktmutter. M14. Bei 8.8 sind es maximal 125 Newtonmeter, die man der Schraube oder Mutter zumuten kann. Bei der originalen, die hat ja 12.9, sind es bis zu 215 Newtonmeter. Also war es kein Fake-Teil oder ein Materialfehler vom Hersteller, sondern Schlamperei. Unser Teilefuzzi hat es nicht kontrolliert, als er das Teil wieder zurückgenommen hat. Was aber auch nicht möglich ist, nur mit dem Auge zu sehen, welche Festigkeitsklasse die Mutter hat. Und der Kunde, der das Teil zurückgegeben hat, streitet alles ab und behauptet, dass die Verpackung schon offen war, als er das Teil bekommen hat. Und er es auch so wieder zurückgegeben hat. Also ist es wie so oft, niemand ist schuld. Jetzt möchte ich noch mal kurz zum letzten Video kommen. Das hieß ja, Fehlersuche geht weiter am Manta und nicht Inspektion oder Service am Manta. Es ging einzig und allein darum, den Fehler zu finden, warum der Motor läuft wie ein Sack Schrauben. Mehr nicht. Ich wollte nur wissen, ob der Motor zu 100% in Ordnung ist, damit ich eine Basis habe wegen den Kosten. Einige Zuschauer haben mir geschrieben, dass wenn man den Schließwinkel einstellt, danach die Zündung eingestellt werden muss. Dass der Schließwinkel noch mit einem Schließwinkelmesser eingestellt werden muss und es schon günstige Geräte dafür im Netz gibt. Das weiß ich doch alles und ich habe dafür alles mehrfach hier. Zündlichpistole mit Schließwinkelmesser, noch ein Schließwinkelmesser, noch eine Zündlichpistole. Ich habe sogar von Bosch den legendären Pocket Master KTE 200 da. Ich habe alles dafür da, aber im letzten Video ging es mir nur um den Fehler zu finden, warum der Motor so schlecht läuft. Nicht mehr und nicht weniger. Noch eine kurze Info. Ich bin schon eine ganze Weile in Vorbereitung für die nächste Aktion Gina hilft. Das dauert aber noch ein bisschen. So, das war's doch schon wieder für heute. War leider nur ein kurzes Video, da ich viel um die Ohren habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Eure Gina.